Nachts sind alle Katzen grau und im Dunkeln sieht jedes Auto gut aus. Und damit wir auch wissen, was wir tun und sehen, was wir tun, ist das Thema Licht ein riesengroßes. Dem wollen wir uns in diesem Video mal ein bisschen widmen und beleuchten mal den Bereich. Wenn wir arbeiten, müssen wir auch was sehen, sei es beim Reinigen, beim Polieren oder später beim Versiegeln. Und deswegen ist das richtige und gutes Licht eine ganz wichtige Frage, gerade für Leute, die erst am Start stehen und sich überlegen, wie rüste ich mich aus, was brauche ich eigentlich genau. Denn einen Überblick dazu bekommen ist auch relativ schwer und deswegen wollen wir auch mal gucken, dass wir uns in diesem Video auch auf das Wesentliche beschränken und versuchen zu überlegen, was genau an Leuchtmittel brauchen wir eigentlich. Denn es muss keine mehrere tausend Euro teure Ausrüstung sein und auch kein Lichttunnel, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Wir teilen das Video so ein bisschen auf in den Bereich Reinigen, in den Bereich Polieren, Aufbereiten und in den Bereich Versiegeln und gehen einfach mal die verschiedenen Lichter durch, mit denen wir arbeiten, ergänzen so ein paar Sachen, mit denen wir nicht arbeiten, warum wir damit nicht arbeiten und versuchen euch mal so einen kleinen Ratgeber in dem Bereich zu führen. Keine Sorge, wir werden nicht so tief einsteigen mit Lumen und extrem Lichtfarben mit Werten, sondern wir versuchen hier einen Praxisguide euch an die Hand zu geben, damit ihr da einen kleinen Überblick bekommt. Bei der Fahrzeugwäsche und Fahrzeugreinigung ist die Lichtfarbe egal und die genaue Lichtquelle auch erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es hell genug ist. Wenn ihr ein bisschen unsere Videos verfolgt, fällt euch vielleicht auch auf, dass bei uns vorne im Polierbereich ein anderes, dunkleres Licht ist, als hinter mir im Waschbereich. Dort ist es relativ hell, ein helles Raumlicht, helle Flächen, damit wir viel Reflexion haben und in jedem Winkel gutes Licht haben. Das ist nämlich einfach wichtig, um zu erkennen, wo es dreckig ist. Für enge Bereiche und für den Innenraum haben wir zusätzlich noch Innenraumleuchten. Da haben wir zwei verschiedene Varianten, die ich euch zeigen möchte. Das sind einmal diese fetten, wirklich Schwergewichte. Das sind die Rohrlux Clipmaster. Das sind eigentlich so eine Motorhaubenleuchten mit Kabelbetrieb, die wirklich richtig hell sind. Vorteil, wie gesagt, sie sind sehr hell. Nachteil ist es ein bisschen aufwendiger, die anzubringen. Man muss das Kabel immer haben, man muss das Kabel rüberlegen, Tuch rüberlegen. Also es ist, um mal schnell ein Auto auszuleuchten, nicht unbedingt so super. Das machen wir, wenn wir intensive Innenraumreinigung haben. Deswegen hängen hier auch zwei, eine vorne, eine hinten. Dann haben wir überall gutes Licht. Ich kann hier innerhalb dieser Leuchte die Röhre drehen. Das heißt, ich kann mein Licht auch im Innenraum ein bisschen verstellen. Aus unseren Videos im Innenraum kennt ihr die Leuchten auch auf jeden Fall schon in ihrer Wirkung und in ihrer Helligkeit. Für die schnelle Innenraumreinigung, sprich Saugen, Scheibenputzen, alles einmal abwischen, haben wir uns jetzt so eine Akkuleuchte hier besorgt. Die ist von Philips, auch eine Motorhaubenleuchte. Ne, lässt sich hier auch umdrehen, dann kann man die auch andersrum verwenden. Ist auch mit so einem Auszug, lässt sich überall einklemmen und wie gesagt, funktioniert halt mit Akku. Ist hell genug für eine normale Innenraumreinigung, ist schnell umgespannt zwischen vorne und hinten. Ist nicht so hell wie die, aber reicht wirklich vollkommen aus für den ganz normalen Zweck. Wenn mich jemand fragt, boah, was brauche ich jetzt, wenn ich da starte, die kosten, glaube ich, 200 Euro das Stück. Ist ein bisschen übertrieben. Die kriegt man im Angebot so für 80 bis 100 Euro. Reicht meiner Meinung nach vollkommen aus, wenn überhaupt. Wer gerade am Anfang steht und sagt, boah, Budget jetzt auch für 100 Euro nur für eine Innenraumlampe habe ich nicht, kann ich absolut verstehen. Zwei Möglichkeiten. Entweder ihr guckt mal bei meinem Freund Paul rein, Barts Performance. Der hat sich einfach eine Deckenlampe mit zwei Haken ausgestattet, hängt die in den Innenraum, das könnt ihr euch angucken. Oder ihr bastelt einfach, nehmt euch eine kleine Taschenlampe. Muss jetzt nicht so ein spezieller Swirl-Pen hier sein, da reicht einfach irgendeine Stiftlampe. Klipst euch die an euren Staubsauger ran, dann habt ihr schon mal beim Saugen gutes Licht. Und für alle weiteren Flächen könnt ihr euch einfach eine Kopflampe an die Stirn schnallen. Da zeigen wir euch jetzt hier mal einfach ein Bild im Einsatz. Dann seht ihr halt immer genau dort, wo ihr gerade hinguckt, was ihr sehen müsst. Und darauf kommt es ja an. Auf das Thema werden wir auch gleich beim nächsten Thema, beim Polieren, nochmal zu sprechen kommen. So, das Thema Reinigung ist eigentlich noch ziemlich simpel abzubilden. Da braucht man auch keine Speziallampen, kann man jede Baumarkt-Taschenlampe, Amazon-Taschenlampe, was auch immer benutzen. Wie gesagt, helle Beleuchtung ist wichtig, natürlich nicht überblenden, damit man auch noch genug sieht, aber so eine normale, helle Raumausleuchtung, bei der man sich wohlfühlt. Es muss einfach hell da sein, wo ich gerade arbeite. Wenn wir jetzt zum Thema Polieren kommen, gibt es da natürlich eine viel größere Reichweite. Und es gibt wirklich Spezialisten, die sich da mit Lichttunneln beschäftigt haben, die sich Lichttunnel gebaut haben. Wer sich sowas mal angucken will, guckt mal beim Detailing verliebt, beim Benedikt vorbei und auch beim Patrick PSK Garage, Paddy poliert. Da seht ihr, wie so ein Lichttunnel aussehen kann und wie so einer im Einsatz aussieht. Es ist wirklich beeindruckend, sowas mal zu sehen. Wir haben uns auch mit dem Thema beschäftigt, haben uns aber bewusst dagegen entschieden und das hat einen Grund. Ein Lichttunnel ist mit Sicherheit sehr effektiv und man sieht wahrscheinlich aus ziemlich jedem Winkel alles. Er hat aber auch einen Nachteil, er ist extrem hell. Und ich arbeite beim Polieren gerne so, ich mache das Licht aus und arbeite mit einer gerichteten Quelle direkt auf dem Lack. Das heißt, ich habe meistens eine Kopflampe, mit der ich von vorne den Lack beleuchte und ich stelle mir meine Leuchten, das zeigen wir euch hier, im Stativ quasi im gleichen Winkel, in dem ich zum Lack stehe, auf, sodass wir quasi ein
Dreieck bilden, wenn man so will. Und habe so quasi bei der Reflexion meinen Blick in den Lack von da eine Lichtquelle und von vorne eine Lichtquelle. Alles andere ist dunkel und das ist für mich das Optimale. Bei einem Lichttunnel hätte ich mir den so schaltbar machen müssen, dass ich quasi fast jede einzelne Lampe steuern kann, um mir das wirklich so einzustellen, wie ich es brauche. Was dann wieder den Nachteil hat, dass ich erstens Zeit brauche, um das, sei es über eine App oder über irgendwelche Schalter, jedes Mal so einzustellen und einfach sehr teuer wird. Deswegen haben wir uns für die Lösung entschieden. Beim Polieren selber arbeiten wir mit einer Scangrip Kopflampe. Da ist es auch wirklich wichtig, eine gute Kopflampe zu nehmen und auch gerne eine, die in der Farbtemperatur verstellbar ist. Dazu kommen wir gleich nochmal. Und mit kaltweißen Spots mit einem sehr geringen Strahlwinkel. Wir verlinken euch die hier, um einfach die Defekte darzustellen. Wie man mit welchem Licht Defekte darstellt, dazu kommen wir jetzt auch, nachdem ich über die Lampen im Allgemeinen gesprochen habe. Als Kontrolllampe habe ich hier diese Scangrip Handlampe, die hat den großen Vorteil, ich habe einmal so eine Arbeitsleuchte, die benutze ich eigentlich fast gar nicht, und halt die Lackkontrolllampe in mehreren Helligkeiten, dunkel und hell. Und das Gute ist, bei der Sunmatch 3 ist das, Sunmatch 3, dass ich 5 Farbtemperaturen habe. Ne? Ich lasse die hier mal durchlaufen. Ich kann die hier von Sonnengelb, um Hologramme gut zu entdecken, über Neutralweiß, Tageslichtweiß, bis hin zu, jetzt läuft er wieder in die andere Richtung, kleinen Moment, Kaltweiß umstellen, was sehr blau ist und wirklich gut geeignet ist, um Swirls zu entdecken. Wie welche Lichtfarbe auf dem Lack funktioniert, gucken wir uns jetzt mal auf dem Lack an. Ja, Thema Lichtfarbe ist eine schon relevante, aber nicht so extrem relevante. Also man sieht das jetzt, denke ich, hier ganz gut. Wir haben jetzt ein sehr blau-weißes Licht, ein sehr künstliches Licht. Das zeigt mir optimal die Swirls in ihrem vollen Ausmaß. Das heißt, ich kann gut Waschkratzer erkennen und generell durch die gerichtete Lichtquelle, dazu kommen wir gleich im nächsten Punkt, generell Strukturkratzer, Oberflächenkratzer. Bei der Umstellung auf Neutralweiß, wenn man das direkt beobachtet, sieht man, dass die Swirl-Darstellung, man sieht sie natürlich trotzdem noch deutlich, aber sie nimmt leicht ab und wir sehen in den Kratzern bunte Reflexionen. Das heißt, bei Neutralweiß habe ich die beste Farbwiedergabe, deswegen ist es ja quasi auch das sogenannte Tageslichtweiß. Wenn ich jetzt auf Sonnengelb, sage ich mal, umstelle, sehe ich, rate mal, Hologramme. Und genau deswegen ist die Lichttemperatur richtig und wichtig, um einfach in seinem Ergebnis und im Lackzustand kontrollieren zu können, habe ich Hologramme oder habe ich Swirls. Die Hologramme waren bei einem sehr blau-weißen Licht nahezu nicht, also mit dem Auge hat man sie schon leicht erkannt, aber nahezu nicht sichtbar. Wie es auf der Kamera ist, muss ich später mal sehen, aber Mo signalisiert mir, dass man es ganz gut erkennt. Von daher ist das der Einfluss von Lichttemperatur und auch der Grund, warum ich wirklich vorbehaltlos Scangrip-Lampen empfehle oder deren Pendant, also wirklich gute, hochwertige Lampen und keine Baustrahler, um diesen vollen Vorteil hier ausnutzen zu können. So, für alle, die es jetzt genau wissen wollen, welche Zahl ist denn gelb, weiß, wo soll ich denn? Es gibt dazu im Internet Tabellen, die das genau zuordnen. Generell kann gesagt werden, je höher die Zahl, desto blauer, je niedriger die Zahl, desto gelber. Google einfach mal Lichttemperatur Kelvin, dann wirst du sehen, welche das genau ist. Aber die Begriffe blau-weiß, neutralweiß, gelb-weiß oder gelbfarbenes Licht sind eigentlich ein Begriff und im Aufbereitungsbereich gut bekannt. Ich kann da auch noch mal auf einen Artikel von Detailed hinweisen. Dazu gibt es einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Artikel mit Abstrahlwinkel, Farbtemperatur, also wirklich extrem in die Physik reingehend. Wer es da ganz genau wissen will, in Klammern 4:4 für das, was wir brauchen, Klammer zu, kann da auf jeden Fall mal lesen. Wer sich da weiterbilden will, das war auch mir, muss ich ehrlich sagen, zu tief. Deswegen versuche ich es ja allgemein und praxisnah zu halten. Letzter wichtiger Punkt, nämlich die Art der Lichtquelle. Und das ist wirklich das Interessanteste für uns beim Polieren. Ein relativ großes Problem war bei sehr hochwertigen Strahlern, dass ich einen sehr gerichteten Lichtkegel habe. Das bedeutet, ich habe eine hohe Reflexion der Waschkratzer und überblende die Oberfläche, gerade wenn sie nicht so zerkratzt ist wie dieses Auto, sondern normal zerkratzt ist und ich nur einzelne sogenannte Rits, also einzelne tiefe Kratzer habe, konnte ich die mit so einem Licht nur sehr, sehr schwer sehen. Dafür brauchte man eine diffuse Lichtquelle und Gott sei Dank und auch sehr günstig hat Scangrip jetzt einen Diffusor für ihre Lampenserie rausgebracht. Der ist magnetisch und wird hier einfach drauf gepoppt und so hat man wirklich eine riesengroße Erleichterung. Dieses Tool nutze ich auch wirklich ganz, ganz viel. Fangen wir an mit dem gerichteten Licht. Das haben wir ja gerade schon an der Seite an der Tür gesehen mit der kleinen Handlampe. Das ist das gleiche Prinzip. Durch dieses gerichtete Licht sehe ich sehr gut die Oberflächenstrukturkratzer, sprich Waschkratzer, Hologramme und derartige Lackdefekte. Wenn ich jetzt den hier drauf klippe neben dem Lack, damit er mir nicht auf den Lack fällt,
Bei so einem zerkratzten Lack sehe ich auch ein paar Waschkratzer, aber ich sehe hauptsächlich sogenannte Rits, die hier gar nicht so random sind, sondern sehr verteilt, aber einzelne tiefe Kratzer, weil das Licht eben diffus ist. Und das ist wirklich der große Vorteil, dass ich mit einer Lampe ums Auto gehen kann und alle Kratzer sehe. Und auch beim Polieren mit dem Licht kontrollieren kann, sind nicht nur die Swirls weg, sondern sind auch einzelne tiefe Kratzer weg. Denn das ist ganz wichtig und spart mir viel in einem Winkel gucken. Man kann das auch mit einer Lichtquelle, sei es Tageslicht oder mein Deckenlicht, aus einem Winkel versuchen zu erkennen. Das funktioniert, aber es ist sehr aufwendig und ja, so ein bisschen glücksabhängig manchmal bei bestimmten Formen es zu erkennen. Und im diffusen Licht halte ich die Lampe drüber und sehe es sofort. So, beim Polieren die Beleuchtung, wie gesagt, grundsätzlich so dunkel wie möglich. Und dann hier mein kleiner Tower, Marke Eigenbau. Ich habe hier Spots mit einem sehr geringen Abstrahlwinkel gewählt, um wirklich diese punktuelle Beleuchtung zu haben, wie bei der Handlampe, ne, damit ich gut Oberflächenkratzer sehe. Die sind jetzt nicht gedacht, um Rits zu sehen, sondern wirklich um Swirls, Hologramme zu erkennen und ein gutes Polierlicht zu haben. Das heißt, ich habe meine Kopflampe, stelle das genau im Gegenwinkel von mir. Ne, also wenn ihr das Auto wärt und ich hier poliere, würde das aus dem gleichen Winkel, wie ich vom Auto wegstehe, sozusagen stehen. Positioniere mir die Lampen so, dass sie sinnvoll sind. Wenn das Auto auf der Bühne steht und ich eine Tür poliere, arbeite ich so dran. Wenn ich eine Motorhaube poliere, klipse ich mir die alle oben an den waagerechten Galgen und habe halt das Licht von so. Dann drücke ich hier einen Knopf und sie sind an. Das ist wie gesagt ein sehr weißes Licht und optimal geeignet, wie ihr auch an der Handlampe gesehen habt, um Swirls zu erkennen und bearbeiten zu können. Wie genau das aussieht, zeigen wir euch auf jeden Fall jetzt hier in ein paar Bilder direkt beim Arbeiten. Ja, wie ihr in den Bildern sehen könnt, ist der liebe Tobi am Polieren und hat sich die Lichtkonstruktion so aufgestellt, dass er eine optimale Kombination aus dem Tageslicht, dem Raumlicht, dem Kopflicht und eben diesem Stativ hat. Warum machen wir eigentlich so viel Aufwand um den Kratzer? Nicht, damit wir ihn einfach sehen. Wir könnten auch einfach unser Schema F durchfahren. Aber wenn ihr euch erinnert, wir wollen immer nur so lange polieren, wie der Kratzer auch da ist. Und möglichst frühzeitig erkennen, wenn wir die Oberfläche so weit bearbeitet haben, dass wir aufhören können. Und deswegen ist das richtige Licht und nicht nur Helligkeit enorm wichtig, auch beim Arbeiten. Der letzte Bereich, mit Sicherheit das schwierigste Licht, ist das Thema Coating. Das beste Licht fürs Coating wäre das Tageslicht ohne Sonne. Das heißt, wenn ich draußen einen Glaskäfig hätte, in den ich das Auto reinstellen könnte, die Sonne abdunkel und wirklich Tageslicht habe, da sehe ich alle schlieren. Habe es leider nicht, deswegen nutze ich meinen ScanWhip-Diffuser zur Kontrolle, neutral weiß mit Diffuser, um den Lack nicht zu überblenden und trage einfach das Coating normal bei meiner beim Raumlicht auf. Das Beste ist, wie gesagt, möglichst Tageslicht, also idealerweise, wenn ihr ein Fenster in der Nähe habt, am Fenster arbeiten und dann, wenn ich mit dem Bauteil fertig bin, mit dem Abnehmen, kontrolliere ich einfach nochmal mit der Lampe, indem ich über den Lack gehe und einfach nochmal nach Schlieren suche und am Ende, wenn es die Möglichkeit gibt, direkt nach dem Auftrag nochmal das Auto raus, sofern es nicht regnet und draußen nochmal kontrollieren und dann Schlieren entfernen. Manchmal geht es nicht, weil es regnet oder eben schon dunkel ist, dann muss man es nochmal am nächsten Tag machen. Ist kein Weltuntergang, Coating stehen lassen, nicht entfernen, aber damit geht es deutlich leichter. Nach diesem Video werden die einen oder anderen sich vielleicht noch ein Upgrade ihrer Lichtquellen besorgen und der eine oder andere steht auch vorm ersten Kauf und überlegt sich, boah, hat jetzt gerade fleißig mitgerechnet, auf alle unsere Links geklickt und gesagt, da steht eine ganz schöne Summe. Wer anfangen will, sollte erstmal ein gutes Raumlicht haben, das ist relativ davon ausgeklammert, weil da ist es erstmal egal, achtet darauf, möglichst neutral weiß und hell, egal welche Birnen, egal wie genau, einfach nur erstmal hell. Holt euch eine ScanWhip Kopflampe. Da ist diese Variante, die farblich verstellbar ist, die meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig ist. Die kostet, glaube ich, so 75, 80 Euro. Die einfachere, die ist dann blau, die nur neutralweiß, glaube ich, abstrahlt, kostet 50 Euro. Also auf jeden Fall die mindestens und auch eine ScanWhip unbedingt. Das macht einen Unterschied, glaubt mir. Und dann ein Handstrahler, den man vielleicht auch noch auf ein Stativ stellen kann. Das ist jetzt sogar noch der Multimatch 2, der reicht vollkommen aus. Aber ich glaube, die kosten, müsst ihr mal gucken, irgendwie 100 Euro. Also ich sag mal, für bis 200 Euro ist man dann erstmal gut ausgestattet und kann arbeiten. Und dann kann man sich Stück für Stück upgraden und nach durchkaufen. Weil mit dem Licht kann man schon mal echt alles machen. Ich sehe im Innenraum, ich kann den Innenraum perfekt reinigen. Ich kann Felgen putzen und sehe alles. Und ich kann auch, selbst wenn ich nur das Licht habe, damit gut polieren und brauche nicht unbedingt ein Gegenlicht. Das funktioniert hiermit auch super. Und danach kann man upgraden. Der hier ist halt super zur Kontrolle. Der Diffusor kostet 10 Euro, der kostet wirklich kaum Aufpreis. Und mit dem kann man einfach danach sicher ums Auto gehen. Und wenn man das Auto rausgibt, 100%ig sicher sagen, es sind keine Hologramme, keine Swirls mehr da. Denn diese Lampen zeigen mehr als das Tageslicht und als die Sonne. Und das ist wirklich so, machen einen manchmal verrückt, aber ist wirklich das Beste zum Kontrollieren. Und da kommt auch keine Billiglampe ran. Das ist so, wie gesagt, ganz Billigstrahler und Billiglampen. Ich habe natürlich nicht alle getestet und der eine oder andere ist vielleicht gut, aber wer auf Nummer sicher gehen will, entweder sucht er sich jemanden, der die getestet hat oder nimmt einfach das Original. Entweder ScanWhip oder ich glaube von Flex gibt es die jetzt auch und von
Hella Gutmann. Also es gibt diverse Hersteller, die jetzt wirklich diese hochwertigen Lacklampen und farbechten Lampen rausbringen. Die Investitionen von 200 € lohnen sich auf jeden Fall und werden sich in eurem Ergebnis niederschlagen. So, ich hoffe, ich habe jetzt mal Licht ins Dunkle gebracht. Mo verdreht schon die Augen bei meinen ganzen Wortspielen. Das war jetzt wirklich mal ein Grunddurchschlag zum Thema Licht, wie wir es verwenden. Es war mit Sicherheit nicht alles in der Tiefe, einfach um das Video nicht zu lang werden zu lassen. Wenn ihr Fragen zu einzelnen Punkten habt, schreibt es bitte in die Kommentare und wir können bestimmte Sachen aufgreifen. Dann machen wir vielleicht nur ein Video zum Licht beim Polieren, Licht bei der Innenraumreinigung, das können wir gerne machen. Schreibt es aber in die Kommentare, ob es euch interessiert. Vielen Dank, viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß bei der Erleuchtung. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ich renne jetzt weg, bevor Mo mich schlägt. Tschüss.